Die Stadt heißt Wuppertal, aber wir sind in der Mitte von Europa. Aus Köln, aus Düsseldorf, aus dem Ruhrgebiet ist man innerhalb von 30 bis 40 Minuten hier. Amsterdam, Brüssel sind 2,5 Stunden. Berlin ist 4 Stunden Zugfahrt. Die Idee, einen Club zu betreiben, hatte ich schon lange, immer so ein bisschen. Es kam eigentlich so, dass die Stadt selber einen alten Tiefbunker reaktivieren wollte, um dort ein Projekt zu starten. Und an Nummer 1 Platz stand es, einen Club zu machen. Und das ist zu mir und meinem Bruder rübergekommen und dann ging die Idee los. Als erstes habe ich meinen Freund Marc Ernestus in Berlin gefragt, für den ich lange gearbeitet habe. Der erste Gedanke war in Wuppertal schwierig, aber der zweite Gedanke war, wir sind in Nordrhein-Westfalen, wir haben einen riesen Ballungsraum und vielleicht eine ganz gute Idee. Und dann daraus entwickelt hat sich dann der Gedanke, man muss alles dafür tun, einen guten Sound im Raum zu erzeugen. Weil das ist das, was uns auch früher immer in anderen Clubs gestört hat, dass der Sound nicht gut war. Also der Anspruch, einen guten Sound zu machen, war ganz am Anfang und war das wesentliche Merkmal. Und direkt damit verbunden auch die Tatsache, dass wir hier keinen normalen Techno-Club machen wollten, sondern einen Club, der sehr breit im Musikalischen aufgestellt ist. Es ist natürlich eine riesenkomplexe Baustelle gewesen, die in Summe 7 Jahre gedauert hat. Das ganz Wesentliche, was wir gemacht haben, ist, wir haben diesen Bunker von der Decke her freigelegt, haben dabei auch noch einen zweiten Raum entdeckt. Das war sehr spannend. Da war plötzlich eine Klappe und ein Loch darunter. Und unter dem Loch war ein 300 Quadratmeter großer Raum, den wir dann mitnutzen konnten. Und dann ging die Arbeit los, den Bunker eigentlich aufzuschneiden an den Seiten, um den Durchbruch zu machen. Und eben tatsächlich auch in der Decke, im Deckenbereich, haben wir am Ende 100 Klötze rausgesägt. Das war richtig Steinbruch. Über ein halbes Jahr lang haben wir hier grobe Rohbauarbeiten gemacht. Der Club ist am Ende genau das geworden, was wir uns vorgestellt haben. Wir haben es sogar geschafft, neben einer großen Lobby und einem direkt anhängenden Raucherbereich, also einem Innenhof, einen kleinen und einen großen Clubraum zu haben. Der kleine Clubraum ca. 100, der große ca. 400 Tanzende. Also eine Größe, die genau das ist, was in unserer Vorstellung so ideal ist. Und auch die Lobby als Bereich, wo man sich unterhalten kann, wo man nicht auch noch von dem lauten Sound, der dann in den Nebenräumen nur noch als Brei wahrgenommen wird, gestört wird, sondern der Brei ist halt vorher von der Akustikdämmung eliminiert worden und man kann in der Lobby mit einem neu eingespielten, leiseren Sound sich sehr gut unterhalten. Das ist eine Qualität, die war uns auch von Anfang an wichtig. Wir haben hier in Open Ground eine Türpolitik, was ganz typisch bei uns an der Tür ist oder womit ich auch öfters mal anfange, ist erstmal zu fragen, wieso die überhaupt heute Abend da sind, aus welchem Grund. Und öfters mal hören wir auch, dass die genau wegen einem speziellen DJ da sind. Und da merkt man, dass die Leute sich einfach mit der Musik auseinandergesetzt haben. Und das ist uns auch als Club, glaube ich, sehr wichtig, dass es auch um die Künstler geht, um ihre Musik, weil wir auch so unterschiedliche Musikgenres bedienen. Ich kümmere mich hier ums Booking. Also wir sind nicht primär dies oder jene Genre. Wir sehen das alles, weil wir auch einen Plattenladen-Hintergrund haben, mehr universell. Also es konzentriert sich natürlich auf elektronische Tanzmusik. In dem Fall, wir mögen Techno, wir mögen Drum Bass,
UK-Bass, House, Disco, Reggae, alles was daran anknüpft eigentlich. Ja. Aufgrund der Tatsache, dass wir 2 Räume haben, ergibt das natürlich eine andere Dynamik auch fürs Booking, wie man was aussucht für welchen Abend. Und das gibt uns eine gnädige Situation, dass wir auch ein Kontrastprogramm machen können. Und das ist auf jeden Fall ein Club zum Tanzen, aber es ist auch ein Ort für Konzerte. Also es geht darum, dass Leute zusammen in einem Raum die Erfahrung teilen, diese Musik gemeinsam zu erleben. Diese Momente vergisst man dann einfach nicht. Und das ist halt wie so ein Einstieg in was anderes. Und diese Erfahrung dann zusammen zu teilen und Teil davon zu werden für Leute, die daran interessiert sind, das ist halt der Ort dafür hier, für Musikliebhaberinnen. Unser großer Clubraum heißt Freifeld. Das Wort kommt aus dem akustischen Konzept. Also der Akustiker, der uns das konstruiert und ausgedacht hat, spricht immer von Freifeldsimulation. Das heißt, er löst den Raum akustisch auf. Das heißt, der Raum ist so stark gedämmt an den Wänden und an der Decke, dass alle Frequenzen wieder absorbiert werden und man eigentlich nur noch den Direktschall hört. Und das ist genau das wesentliche Merkmal, was wir hier versucht haben zu schaffen. Ganz wesentlich dabei ist zu wissen, dass tiefe Frequenzen, also Bassfrequenzen, je tiefer sie sind, desto schwerer sind sie wieder aus dem Raum zu absorbieren. Und deshalb haben wir sehr dicke Schalldämmung, also 40 Zentimeter in den Clubräumen, und haben oben auf der Dämmung noch eine verdichtete Polyesterfaserplatte. Und die allein durch ihre Beweglichkeit die Energie aus dem Bass nimmt. Das System funktioniert super und wir haben einen sehr klaren, aber natürlichen und trockenen Sound in den Räumen. Und dann kommt die Function One ins Spiel, die einen sehr guten Sound produziert und der dann wirklich sehr gut ist, wenn der Raum auch sehr gut ist. Das heißt, beides spielt zusammen.